Hallo ihr wunderschönen Menschen. Die Band, um die es heute gehen soll, habe ich wohl auf die beste Art entdeckt, wie man überhaupt nur eine Band entdecken kann. Als ich damals noch in England, in der Nähe von Birmingham, studiert habe, war ich unter anderem auch als Konzertfotograf in den örtlichen Rockpubs unterwegs. Eines Tages wurde ich von einem befreundeten Musiker zu einem Gig in einer der größeren Locations eingeladen, die O2 Academy in Birmingham, falls das jemandem was sagt, wo als Vorband eine in Corpse Paint gewandete, okkultisch-satanische Texte vortragende Heavy-Metal-Kapelle auftrat, von denen ich vorher noch nie gehört hatte. Nichtsdestotrotz fand ich ihre Show dermaßen überzeugend, dass ich mir spontan ihr am Merchstand angebotenes Album gekauft habe. Und seitdem ist dieses Album ein Dauerbrenner in meiner Playlist, vor allem beim Autofahren. Und dieses Album war das Debütalbum von The Heretic Order. Wenn ich die Musik von The Heretic Order beschreiben müsste, würde ich sie wohl als sowas wie das Lovechild von Judas Priest und Black Sabbath bezeichnen, das dann von King Diamond aufgezogen wurde. Seit 2014 bringen die 5 Herren um Sänger Lord Ragnar klassischen Heavy Metal mit okkulten Texten und doom-mäßig tiefer gestimmten Gitarren auf die britischen Underground-Bühnen. 2015 erschien ihr Debütalbum All Hail the Order, das ich mir, wie gesagt, damals direkt auf einem Konzert gekauft habe und das seitdem ein Dauerbrenner bei mir ist und das ich nicht genug hochloben kann. Auch wenn die recht albern wirkenden Musikvideos von damals etwas anderes vermuten lassen. Dementsprechend gespannt war ich auf ihr neues Album, das nun nach 3 langen Jahren im letzten Monat endlich erschienen ist. Ob sie ihr hochgestecktes Niveau wohl halten können? Hören wir mal rein. Nach dem eher durchschnittlich epischen Opening schließt das Album jedenfalls nahtlos an seinen Vorgänger an. Der Titeltrack Evil Rising bietet mit seinem eingängigen Refrain, treibenden Beats und schaurig bösartigem Gesang genau das, was ich von der Band erwartet habe. Lediglich das Gitarrensolo im letzten Drittel kommt etwas schwach daher. Der zweite Track macht das aber direkt wieder wett und haut dem Zuhörer dafür umso virtuosere Riffs in die Ohren. Lässt in mir aber auch die Sorge aufkommen, dass das Album schnell eintönig werden könnte, wenn es diesen Kurs weiterfährt. Dass diese Angst allerdings unbegründet ist, beweist die Band noch im selben Song, als mich zum Ende hin ein plötzlicher Tempo- und Stimmungswechsel urplötzlich aus dieser Lethargie reißt. Und als Sänger Lord Ragnar im dritten Track, Hate is Born, alle Gesangsregister auffährt und die Band das noch mit richtig geilen Gitarrenriffs und feinsten Headbanger-Momenten toppt, bin ich mir sicher, das erste Album war nicht nur ein zufälliger Glücksgriff, diese Jungs haben es wirklich drauf. Die doomlastigen Tracks Omen und Under the Cross of Pain verstärken diesen Eindruck nochmals. Und bei dem virtuosen Gitarrenspiel in Straight Down, Klammer auf, to Hell, Klammer zu, kommt bei mir der starke Drang zum Luftgitarrespielen auf. Der absolute Höhepunkt des Albums ist für mich aber der Track The Scourge of God, den man mit seiner epischen Länge fast schon als so etwas wie das Magnum Opus der Band bezeichnen könnte. In den 9 Minuten und 20 Sekunden Laufzeit reist die Band durch alle Gefilde zwischen Doom Metal, Occult Rock und Sludge Rock, die man sich als Fan nur wünschen kann. Und wer bis zum Ende dabei bleibt, wird merken, dass sich die Reise gelohnt hat. Eigentlich wäre es der perfekte Abschluss des Albums gewesen, denn der tatsächliche Schlusstrack, Visions, geht in seinem Schatten ziemlich unter. Hier hätte man die Reihenfolge der Songs ein bisschen besser managen können. Das Album Evil Rising bietet alles, was ich mir von The Heretic Order erhofft habe und noch mehr. Erstklassigen, eingängigen, satanisch-okkulten Heavy Metal mit Doom-Sludge-Einflüssen, harten Gitarrenriffs und genug Headbang-Potenzial, um jeden Metaller zufriedenzustellen. Im Vergleich zum Debüt hat sich die Band dabei nochmal deutlich gesteigert. Neben dem Gitarrenspiel muss ich auch den Gesang von Lord Ragnar herausstellen, der mit seiner Stimme perfekt zwischen bösartigem Geflüster, energiegeladener Aggression und hochstimmiger Verzweiflung wechselt. Beachtlich ist auch, wie viel Variation die Band in ihre Musik bringt. Gerade wenn man bedenkt, dass sie eigentlich einen sehr klassischen Heavy-Metal-Stil fahren. Mit dem Line-Up aus Gitarre, Bass, Schlagzeug und Gesang kann es einer Band sehr schnell passieren, dass sie nur zu einem Abziehbild eines ihrer großen Vorbilder verkommt. Aber jedes Mal, wenn ich bei einem Song denke, das habe ich doch schon mal gehört, überraschen The Heretic Order mit etwas Unerwartetem und reißen das Ruder wieder herum. Sei es ein plötzlicher Tempowechsel oder eine Stimmungsänderung im Gesang, Evil Rising wird nie langweilig. Daher verdiente 8 von 10 Punkten für das neue Album von The Heretic Order. Ich bin Heavy Harlequin. Danke fürs Zuschauen.